Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Letztes Video war ja die Bremsenaktion vom M2. Das passt jetzt wieder. Ich muss dann die Räder noch montieren und noch ein bisschen was aerodynamisch unterm Auto machen. Aber heute geht es jetzt nochmal um eine Rekapitulation. Und zwar hatte ich das ungefähr vor 7 Jahren. Ich weiß nicht mehr genau in welchem Video, aber in irgendeinem Video hatte ich es gesagt, dass ich irgendwann nochmal einen Rückblick mache zum Thema Lightblocks. Ich habe ja meine Standardbatterie umgerüstet auf Lightblocks. Große Gewichtsersparnis. Ich verlinke euch oben nochmal das Originalvideo. Und jetzt, 7 Jahre später, hätte ich gesagt, ist es soweit. Ich lasse nochmal ein Fazit da, meine persönlichen Erfahrungen mit der Lightblocks-Batterie und ob ich das empfehlen würde oder nicht. Und dafür gucken wir jetzt einmal in Richtung Kofferraum. So, hier sind wir jetzt im Kofferraum. Wie ihr seht, wenn ihr die Videos verfolgt, ich habe hier hinten ja alles rausgebaut. Da ist nur noch wenig drin in dem Auto, weil ich es eben spezifisch für Trackdays nutze. Und hier unten dieses kleine bisschen, das ist sozusagen die Batterie oder ja, eben die Ersatzbatterie, die Batterie, gegen die ich getauscht habe. Ich hole mal noch ein bisschen Licht, damit es noch ein bisschen besser wird von den Kontrasten. Kleinen Augenblick. So, jetzt ist das doch noch mal ein bisschen schöner vom Kontrast her. Wie gesagt, dieser Zwerg, deswegen ist da auch eine Adapterplatte unten mit drin. Wie gesagt, ihr könnt euch die älteren Videos angucken, da habe ich das alles erklärt. Die Batterie ist so klein, die kann man nur mit einer Adapterplatte verbauen. Die wiegt auch so gut wie nichts, irgendwie knapp über 2 Kilo. Auch das habe ich im ersten Video dazu alles detailliert gemessen. Insgesamt spart man sich wirklich glatte 20 Kilo, wenn man von der Originalbatterie auf diese Lightblocks-Batterie wechselt. Ihr seht auch, ich habe sie immer ordnungsgemäß am Original-Ladegerät angeschlossen. Das ist wichtig. Die Batterie selber, wenn man sie jetzt ohne Laden einfach mal das Auto stehen lässt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass das so circa 6 bis 7 Tage hält. Dann ist aber wirklich kritisch, dann müsst ihr das Ladegerät anschließen oder halt eine größere Strecke fahren, damit die sich wieder entsprechend laden kann, die Batterie. Es ist also ja nur bedingt alltagstauglich, kommt halt immer darauf an, ob man die Möglichkeit hat, das Auto auch da, wo man es abgestellt hat, zu laden. Ich habe die Möglichkeit, deswegen war es für mich im Alltag nie ein Problem. Und wenn man unterwegs ist, ich bin damit auch auf Trackdays in Frankreich gewesen, in Österreich, also auch wenn man da mal mehrere Tage weg ist, dann habe ich das Ladegerät nie gebraucht, weil wenn das Auto im Einsatz ist, dann hält die Batterie, wie gesagt, problemlos 5, 6, vielleicht sogar bis zu 7 Tage. Zumindest in meiner Erfahrung war das so. Und das Schöne ist, sie hält es auch jetzt noch. Also ich habe jetzt auch immer noch ab und an, dass ich so alle paar Monate mal das Ladegerät für ein paar Tage ablasse, so 5 bis 6. Und dann schaue ich halt über die App, die gucken wir uns gleich auch nochmal an, die App, schaue ich halt über die App, wie der Ladezustand ist und lasse dann nochmal einen Tag stehen oder schließe das Ladegerät halt wieder an. Wichtig ist, ich habe immer darauf geachtet, dass ich die Batterie nie tiefenentlade. Es waren also immer noch mal so mindestens 20% im Akku drin. Tiefer habe ich sie nie runtersacken lassen von der Kapazität. Das heißt, ich habe auch mein Möglichstes getan, um die Batterie am Leben zu halten. Ist ja auch wichtig, dass man das dazu sagt. Und ja, bin wie gesagt sowohl von der Langlebigkeit begeistert. Ich zeige es euch dann jetzt im Anschluss noch in der App. Die hat praktisch nichts von ihrer Kapazität verloren. Das kriege ich auch immer wieder mit, wenn ich dann eben das Auto 5, 6 Tage ohne Akku, also ohne Ladegerät stehen lasse. Dann hält es eben genauso viel, wie als die Batterie neu war. Ich habe immer problemlos ist das Auto gestartet. Ich hatte also nie Startprobleme von wegen, dass die nicht genug Power hat, um den Motor anzuschmeißen oder so, oder auch im Winter. Also das geht problemlos. Aus dem Gesichtspunkt hätte ich gesagt, ein hervorragendes Produkt. Wie gesagt, nur halt, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, nach, sage ich mal, spätestens 5, 6 Tagen die Batterie an so ein Ladegerät anzuschließen oder eben das Auto nicht regelmäßig nutzt und ihr habt längere Standzeiten, dann ist so eine Batterie natürlich nichts für euch. Für alle anderen ist Wahnsinn. Die ist 7 Jahre alt, wie gesagt, die hat keine Kapazität verloren. Die ist praktisch wie neu, wie am ersten Tag. Ich hatte nie irgendwelche Probleme. Also das ist die Batterie von allen Batterien, die ich bisher hatte bei Autos, mit der ich am wenigsten Probleme hatte. Kann mich nicht erinnern, vielleicht noch der Maserati, die Originalbatterie, aber die ist nicht mehr in so einem guten State of Charge. Also wenn ich da das Batterieprüfgerät an die Maserati-Batterie hänge, die hat eben nur noch 70% oder so. Und hier ist, wie gesagt, noch fast 100% Kapazität übrig. Also das ist wirklich genial. Und ich kann es absolut nur jedem empfehlen. Sowohl die große Gewichtsreduktion, 20 Kilo, die extreme Langlebigkeit, die Komfortfunktion, die ihr auch in der App nochmal habt, wenn ihr zum Beispiel verhindern wollt, dass jemand das Fahrzeug starten kann, könnt ihr in der App einstellen, dass eben nicht genug Startstrom freigegeben wird. Das heißt, es gehen zwar Radio und sowas, aber wenn man starten will und in der App nicht eben diese Funktion freigeschaltet hat, dann gibt die Batterie nicht genug Spannung frei oder nicht genug nicht genug Strom frei, also nicht genug Ampere.
dass das Auto gestartet werden kann. Ihr habt auch die Möglichkeit, einfach generell die Batterie sozusagen per App abzuschalten. Dann gehen natürlich alle Steuergeräte auch nicht mehr, aber ihr könnt praktisch, ohne dass ihr den Batteriepol lösen müsst, per App die Batterie trennen oder beziehungsweise den Stromfluss von der Batterie nach außen an die Verbraucher trennen. Also ja, und noch ganz viele andere Funktionen, die eben in der App drin sind, die ich aber tatsächlich nie genutzt habe. Also ein rückblickend gesehen wirklich sehr, sehr gutes Produkt. Es hat natürlich auch einen durchaus hohen Preis, aber wenn man wieder da in Relation setzt, finde ich, was kosten hier so Carbonteile von BMW, ja, um eben Gewicht zu sparen, da ist man da deutlich mehr Geld los. Und wir haben es ja auch gesehen in einem der Videos, wo ich dann hier den Klarlack repariert habe von diesem sehr teuren Produkt bei BMW. Da stimmt halt nicht immer die Preis-Leistung. Und hier bei der Batterie, bei dem Produkt muss ich wirklich sagen, finde ich, hat die Preis-Leistung auf jeden Fall gestimmt. Bedeutet, das ist eine klare Empfehlung von mir an euch. Wenn ihr auch so ein Fahrzeug habt für Trackday, euch ist Gewichtsreduktion wichtig, dann würde ich in so eine Richtung schauen. Es gibt da auch andere Hersteller, da kann ich halt nichts Genaues sagen, wie das eben mit der Langzeit-Performance ist. Ich habe nur die spezifischen Erfahrungen jetzt mit Lightblocks gemacht und bin da aber hellauf begeistert. Kann ich also uneingeschränkt empfehlen. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir uns noch ein bisschen die App an, denn da kann ich euch nochmal zeigen, zum einen, dass es wirklich 7 Jahre jetzt mittlerweile sind, die Batterie auf dem Buckel hat und dass eben der Ladezustand noch nahezu bei 100% ist, also wir kaum Kapazität über diese 7 Jahre verloren haben, was ich wirklich beeindruckend finde. Also ab in Richtung App. So, jetzt sind wir hier am Handy. Hatte ich euch im ersten Video ja auch gezeigt, jetzt diesmal hoffentlich nochmal ein bisschen bessere Qualität. Ihr startet also die App. Ich hatte ja erwähnt, ihr müsst euch das Passwort merken. Für die initiale Konfiguration werdet ihr danach gefragt. Nachdem ihr die App auf eurem Handy einmal eingerichtet habt, ist das Passwort gespeichert. Wenn ihr die App nochmal neu installiert oder das Handy wechselt, kann es natürlich sein, dass ihr nochmal nach dem Passwort gefragt werdet, je nachdem, wie gut oder wie schlecht mal wieder das Android-Backup funktioniert. Und ja, deswegen solltet ihr euch das notieren, das Passwort, weil es steht halt unten an der Batterie und ja, man will ja nicht ständig die Batterie ausbauen müssen, bloß weil man seine Lightblocks App verbinden will. Hier ist jetzt meine Lightblocks von meinem M2, da verbinden wir uns. Dauert jetzt einen Moment. Ich stehe jetzt halt auch so, ja, 3 Meter weg, da dauert das ein bisschen. Und jetzt sehen wir, ich habe es ja wie gesagt am Ladegerät, das heißt, wir sind jetzt insgesamt bei einem Füllstand von 94% oder bei einem Ladestand von 94%. Dann haben wir hier nochmal die Informationen zu den jeweils einzelnen Zellen. Und wie wir sehen können, sind die alle sehr gleichmäßig verteilt von der Spannung, woraus ich jetzt ableiten würde, dass der Gesamtzustand der Zellen sehr, sehr gut ist. Denn wenn, wie gesagt, einzelne Zellen sterben, müsste man das eigentlich erkennen können an Variationen in der Spannung. Und wir sehen auch hier unten die totale Maximalkapazität. Also wir hätten hier maximal eben diese, was sind das, 125.000 Milliampere-Stunden oder was das ist. Und hier drüben sehen wir eben den aktuellen Zustand. Wie gesagt, diese anderen Features mit Startverhinderung und sowas habe ich jetzt nicht an, könnte man aber eben entsprechend einstellen. Die Funktionsweise der Batterie, also wie gesagt, ich bin absolut begeistert, wie lange die jetzt durchgehalten hat. Oder was heißt durchgehalten hat? Sie hält ja immer noch durch und ich kann, wie gesagt, keinen Verschleiß oder keinen Einbruch an der Performance erkennen. Alles, was so über 6 Tage hinausgeht, nur stehen, ohne dass man das Fahrzeug bewegt, wird schwierig, weil sie einfach sehr klein ist. Sie hat nicht so viel Kapazität und eine gewisse Anzahl an Verbrauchern habt ihr ja immer. Und da ist eben entscheidend, wie viel Kapazität eure Batterie hat. Da kann sie nicht punkten, aber sie punktet eben ganz klar in Sachen Gewicht und natürlich auch in Sachen Langlebigkeit. Wie gesagt, 7 Jahre und praktisch kein Kapazitätsverlust. So, und weil ich ja von 7 Jahren gesprochen habe, hier nochmal der Beweis. Ich bin jetzt nochmal hier in die Details gegangen. Ich habe jetzt natürlich Passwort und sowas ausgeblendet, aber das Entscheidende ist natürlich hier die Runtime mit 2461 Tagen, 11 Stunden und 36 Minuten. Also hier auch nochmal der Beweis, ich habe die Batterie nicht zwischendurch getauscht oder irgend so ein Quatsch. Das ist meine persönliche Meinung, mein persönlicher Erfahrungsbericht, ein wirklich gutes Produkt. So, und jetzt weiter an der anderen Stelle. Ich habe es natürlich auch immer, wie gesagt, ordentlich mit dem Originalladegerät geladen und auch, wie gesagt, nie komplett tiefenentladen. Das heißt, ich habe schon auch meinen Teil dazu beigetragen, dass das Ganze
gut funktioniert auf lange Sicht. Nichtsdestotrotz muss natürlich auch die Technik das hergeben. Also ja, am Anfang gab es ja schon auch Bedenken, ob das nachher ja so zuverlässig ist auf Dauer und ob sich das dann lohnt mit den Kosten. Und ich finde 7 Jahre und kein Verschleiß oder kein wirklicher Verschleiß, da kann ich jetzt nichts Negatives finden. Und das kann ich euch sagen, ist bei mir eine Seltenheit. Meistens bin ich sehr kritisch. Wie gesagt, auf die verschiedenen Details, was man noch machen kann, will ich jetzt gar nicht eingehen. Mir geht es heute nur um das Langzeit-Rekapitulationsvideo. Ich bin extrem zufrieden. Jetzt haben wir noch mal einen kleinen Blick auf die App geworfen und somit, hätte ich gesagt, ist das Thema dann auch rund. Also, wie gesagt, mein persönlicher Erfahrungsbericht ist hervorragend. Ich kann nichts Negatives zu der Lightblocks-Batterie sagen, weder zu der App noch zu der Batterie selber. Hat mich nie im Stich gelassen. Hat noch nahezu die 100% Kapazität wie am Anfang. Ich lasse ihn zwischendurch auch immer mal so 5 Tage ohne Ladegerät stehen, einfach um für mich nochmal zu gucken, wie viel Füllstand habe ich noch. Und meistens sind nach 5 Tagen noch so ja, 20-30% oder so Restkapazität in der Batterie vorhanden. Das heißt also, diese grundsätzliche Kapazität, so wie ich es am Anfang vor 7 Jahren festgestellt habe, dass ja 6-7 Tage so die Grenze ist, ohne zusätzliches Laden oder Fahren des Fahrzeugs. Die ist immer noch die Grenze. Also ja, wirklich von meiner Seite aus volle Empfehlung. Es ist ein teures Produkt, aber ich würde sagen, dadurch, dass die Qualität auch passt und eben der Gewichtsunterschied so groß ist. Ich hatte euch ja am Anfang des Videos das Ursprungsvideo nochmal verlinkt. Da habe ich ja aufgezeigt, ihr könnt euch das gerne nochmal angucken, dass eben die Originalbatterie im Vergleich 20 Kilo schwerer ist und ja, wenn man das alles in Betracht zieht, finde ich, ist das wirklich ein tolles Produkt. Insofern, ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.